6,4 Sekunden in 45 Minuten. So viel bringt mir Lift and Coast. 4,2 Sekunden auf der Strecke und 2,2 in der Box. Und genau das war einer der größten Hebel von 1300 auf 4400 iRating. Und so funktioniert Lift and Coast. Ich habe hier dieselben Bedingungen im selben Auto. Ich bin einen Stint mit und einen ohne Lift and Coast gefahren. Danach bin ich noch ein KI-Rennen und 3 Online-Rennen gefahren. Alle im IMSA-Format. Einfach um den Lift and Coast-Effekt auch unter echten Rennbedingungen zu verifizieren. Auf dieser Grafik siehst du den Unterschied. Durch Lift and Coast bin ich im 15-Runden-Stint um mehr als 1,5 Zehntel pro Runde schneller. Im 45 Minuten IMSA-Rennen bin ich dadurch 4,2 Sekunden schneller auf der Strecke. Dann kommen noch die 2,2 Sekunden dazu. Einfach weil ich in der Box durch das Spritsparen weniger tanken muss und dadurch kürzer stehe. Das heißt, die Technik gibt mir in einem 45-Minuten-Rennen mit 50% Spritlimit einen Vorteil von 6,4 Sekunden, obwohl ich selbst noch weit weg von der Perfektion bin. Und das ist kein Trick, der nur in der Sim funktioniert. Lift and Coast ist im echten Motorsport und auch in der Königsklasse der Formel 1 seit Jahrzehnten Standard. So for the first part of the race he was going to have to do lift and coast, otherwise he was going to have to stop too early. So he did that, and his pace was phenomenal. There is another benefit of lift and coast, which a lot of people don't think about, is you don't have to apply as much brake pressure to then do the rest of the braking. And that means you can actually run the front ride height a little bit lower. And also it tends to stabilise the car in the entry a little bit. Certainly Max is the lift and coast king. And if it wasn't the right thing to do, I don't think he'd be doing it. Zuerst muss man sagen, verlieren wir etwas Zeit, weil wir ja früher vom Gas gehen. Und dann gewinnen wir Zeit durch die ganze Kurve und die darauf folgende Gerade. Durch deine sanfteren Inputs auf der Bremse, auf der Lenkung und am Gas hast du einfach mehr Ruhe im Auto. Dein Entry wird dadurch sauberer und als Resultat bist du dann meistens am Gas auch viel früher. Was bedeutet, dass du auf der darauf folgenden Gerade schneller bist. Also focus on the exits. Außerdem sparst du ja durch das frühere Liften Sprit. Das heißt, du musst weniger tanken und du kannst mit der Technik noch 1 bis 2 Runden länger fahren, je nach Auto und Strecke. Das kann gerade in Endurance-Rennen entscheidend sein. Wenn du damit nämlich über viele Stints hinweg einen ganzen Boxenstopp für einen Splash and Dash vermeiden kannst. Wie kannst du diese Lift and Coast Technik jetzt also lernen? Damit schließen wir am letzten Video an, dem Fundament für diese Technik, den Bremspunkten. Beherrschst du die Bremspunkte, kommt jetzt noch ein weiterer Punkt dazu, der Liftpunkt. Also der Moment, in dem du vor der Kurve vom Gas gehst. Und genau da beginnt der Unterschied. Du kommst nicht mehr mit Vollgas tief in die Bremszone, du bereitest die Kurve vorher schon vor. Nach dem Liftpunkt lässt du dein Auto erstmal rollen und bremst dann bei deinem regulären Bremspunkt. Aber sanfter, gefühlvoller und damit weniger aggressiv. Du bringst damit mehr Ruhe ins Auto, in die Aerodynamik, das Fahrwerk und letztendlich die Reifen. Damit hast du einen sauberen Lastwechsel am Entry, mehr Kontrolle beim Einlenken und bist dadurch meistens wieder früher am Gas. Und genau da liegt die Zeit. Nicht darin, möglichst spät auf die Bremse zu springen, sondern die ganze Kurve in Ruhe sauber aufzumachen. Also, focus on the exits. Jetzt wird's aber tricky. Du willst eigentlich immer etwas Lift and Coast machen, um die Vorteile auszunutzen und damit schneller zu werden. Aber es gibt Situationen, in denen du noch zusätzlichen Sprit sparen willst. Das heißt aber auch, Lift and Coast ist nicht immer gleich. Es gibt also die Variante, auf der du die Strecke schneller und sauberer fährst, und es gibt die Variante, bei der du deinen Liftpunkt noch weiter nach vorne legst, um zusätzlich Sprit zu sparen. Dann musst du aber auch dein Bremsen und oft sogar den Bremspunkt dementsprechend anpassen. Wenn du das nicht sauber trennst, vermischst du den Pace und den Sparmodus. Denk da vor allem ans Qualifying. Ja, und wenn du das dann vermischst, dann fährst du beides nur halb so gut. Das ist gar nicht so einfach, weil die Störfaktoren permanent wirken. Die Track Evolution, der Wind, die Tire Degradation und natürlich wie viel Sprit du an Bord hast. Der Liftpunkt bleibt also genauso wenig wie der Bremspunkt immer gleich. Das Fenster, das verschiebt sich ständig. Ich selbst bin da auch noch lange kein Meister. Ich schenke gerade noch Zeit in den Kurven, weil ich diesen theoretisch gewonnenen Vorteil noch nicht konstant ausnutzen kann. Außerdem bremse ich noch zu stark und zu spät. Das kannst du hier in der Telemetrie gut sehen. Das Ganze ist also kein Schalter, den du einfach umlegst,
sondern ein Lernprozess. Und das Spannende ist, am schnellsten bin ich oft dann, wenn ich mich wirklich entspanne und die Runde sich eigentlich langsamer anfühlt. Wenn ich dann hektisch werde, zu viel will oder zu aggressiv auf der Bremse und in die Kurven fahre, verschenke ich genau den Vorteil, den mir Lift and Coast eigentlich geben würde. Also schnell fahren fühlt sich mit der Technik oft nicht spektakulär an, sondern ich würde sagen eher kontrolliert. Wichtig für dich ist zu wissen, dass du die Technik innerhalb von 3 Runden lernen wirst. Wiederhole wirklich Kurve für Kurve. Fahr ganze Stints und konzentriere dich in den Bremszonen genau darauf. Bereite dich schon auf der Geraden darauf vor und variiere auch deine Lift- und Bremspunkte ganz bewusst. Geh auch aktiv in Rennen und versuch die Technik umzusetzen, auch wenn es etwas Überwindung kostet. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du am Anfang damit langsamer wirst. Einfach weil du dich nur auf diese Technik konzentrierst beim Üben. Das ist aber ganz normal und war bei mir genauso. Aber irgendwann geht dir der Knopf auf und alles geht ganz automatisch. Und genau da merkst du dann, wie damit echte Vorteile auf der Strecke werden. Als bei mir dann der Knopf aufging, war die Belohnung Positionen im Rennen. Ich bin echt gespannt, wie es dir damit geht. Probier es einfach einmal aus auf einer Strecken-Auto-Kombination, die dir liegt. Und teile gerne deine Erfahrungen hier in den Kommentaren. Ich freue mich wirklich drauf.